Was geht ab, meine kleinen Bros? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim, sein krasses Music-Kanal auf der ganzen Welt. Heute mit Special Guest. Oh, das hat ein bisschen übersteuert, sorry. Muss ich direkt mal leiser drehen. Das ist ja unglaublich, wie laut du mit deinen fast Whistle-Note warst. Es war ein Falsetto übrigens gerade. Oh. Unser Spezialgast. Emery ist heute mal Spezialgast, weil er war noch in keinem Video drin. Warst du noch nicht da? Nee, war noch gar nicht. Willkommen. Und Kelly ist auch endlich mal wieder dabei. Sie hat es geschafft, ihren süßen goldenen Hintern in das Studio zu bewegen. Gold? Nice. Ich dachte, Gold wäre dir zu wenig. Ja, ich sehe den nicht Platin. so Das oft. hat mir Platin draus gemacht. Leute, dieses Format, Pro vs. Con. Ich als Producer versuche hier im Austausch mit den Konsumenten, den Bekannten sogar, und mit euch zusammen. Also ihr könnt natürlich in die Kommentare auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas speziell wissen wollt. Gucken wir uns zusammen Musikvideos an. Und heute ist es ein super, super spezieller Song. Nach einem Tag schon über fast 60 Millionen Klicks. Über fast 60 Millionen. Ich kenne die nicht, wer sind die? Ich kenne die auch nicht. Blackpink ist eine K-Pop-Band, soweit ich weiß. Das war das Einzige, was ich auch noch in Erfahrung setzen konnte. Genau, eine Girlband. Krass, wie erfolgreich die sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil die Leute hier aus Korea, die geben Gas. Ja. Also entschuldige mich, wenn die doch nicht Koreaner sind. Ich glaube aber schon, soweit ich weiß. Waren es nicht Japaner? Ist J-Pop? Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das ja in den Kommentaren mal sagen. Wir können ja dann. Wir fangen auf jeden Fall, sind die auf Platz 3, haben extrem viele Klicks. Hier steht natürlich nichts zum Produzenten, aber das ist bei so großen internationalen Weltproduktionen, macht man das auch nicht. Das ist hier nur so national bei den Hip-Hop-Leuten, weil die sonst kein Geld kriegen und das ist so die Promotion, die Bezahlung für die. Die kriegen für die Beats teilweise so wenig Geld, da würde ihr. Aber eigentlich müssten die ja Platz 1 Trends sein nach den Klicks, ne? Waren sie auch kurzzeitig heute, habe ich schon mal gesehen. Die Trends sagt ja eh nichts aus, hier finde ich. Ich habe hier doppelt und dreifach Abo-Ding drin. Abo geil. Damit ihr es auch wirklich seht. Ja, okay. Ja, jetzt wollen haben wir einfach direkt jetzt haben wir schon 2 Minuten gequatscht. Ja. So, los geht's. Also wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, du pausierst dann einfach, ne? Genau. Und wir Okay, ich schau mal schon direkt. Okay. Mach mal die Untertitel an, das ist ganz interessant. Also die englische gibt's Übersetzung haben die nämlich extra angemacht. Geiler Hinweis. Ja. Also, habt ihr schon Anmerkungen? Ja, ich verstehe nichts bis jetzt. Ja, aber das kann man ja durch die Untertitel ändern. Also das Erste, was mir auffällt, ist natürlich das Musikvideo, was überkrass ist, jetzt schon überheftig. Und ich finde so, die ist cool, der Beat ist irgendwie cool, das ist so aufregend, bisschen militärmäßig so. Genau, das kommt vor allen Dingen dadurch, weil am Anfang das, was ihr hier hört, an Tongeber als melodisches Instrument, das sind Horns. Das sind so Horns auf Englisch, sind halt die Bläser auf Deutsch, deswegen habe ich es extra auf Englisch gesagt, damit es keine Verdreher gibt. Oh, sorry. Die sind immer, natürlich erinnern dann immer sehr schnell an Marschmusik, an Militäres oder sonst irgendwas, aber auch an, jetzt geht's ab, jetzt ist Abriss, jetzt ist hier was los. Es wird, glaube ich, noch heftig. Ich glaube, die bauen gerade noch auf. Genau, das Song baut wahrscheinlich gerade noch auf. Aber ich finde hier den Einstieg mit den Horns schon mega geil. Stimmt, die sind ja auch im Musikvideo quasi dargestellt, wie so eine Orgel dahinter. Ist ja, glaube ich, eine Orgel, oder? Das müsste eine Orgel sein, tatsächlich. Aber hier an den Seiten sieht man schon Horns tatsächlich, also so Trompeten. Eine Orgel im Endeffekt ist auch irgendwo so aufgebaut wie Trompeten, weil das eben auch so Blechröhren sind, wo dann Luft durchgeblasen wird. Aber ich finde hier den Einstieg auch sehr geil, direkt, wo die hier dann mit der Kick reingehen und dem fetten 808 Subbass, da weiß man direkt, okay, hier dieses so ein richtig schöner, tiefer 808, der leicht angekratzt ist, Subbass, hat genau so ein Marschtempo im Rhythmus, auch die ganze Rhythmussektion, also sehr, sehr geil schon mal hier. Jetzt können wir mal mit ich finde auch von den Sänger bringen, so die Attitude und die Energy ist auf jeden Fall da, ne? Ja. Okay, jetzt mal mit. Doch gerade mal 10 Sekunden damit ein bisschen mehr. Es ist halt auch eine Analyse, aber das ist halt Weltproduktion, da merkst du, dass die internationales Level einfach anders fahren als national. K-Produktion.
Da sieht man nämlich auch die englischen Wörter, die mit reinmachen. Was halt auch geil ist, Singt die gerade Englisch oder? Das ist ein Mix, das ist, glaube ich, Als ein ob Mix die das aus grad mitgesungen Koreanisch hat, ne? und, die haben immer so einzelne Wörter Englisch. auf Englisch, ja. Was halt Ganz auch geil. sehr geil ist hier in der Produktion, auch dass eben am Anfang diese Horns sind, aber später als harmonisches Instrument sind, ist da jetzt nur so ein, ja, so ein, ihr hört das im Hintergrund, nur so ein und sonst Ja. wirklich nur die Rhythmussektion eben mit den Drums und der 808. Mehr ist da nicht drin. Und da hat die Stimme dann in der Produktion, gerade in Verses ist es wichtig, so viel Platz, dass sie einfach komplett die Präsenz bekommt. Spotlight on, komplett nur auf den Artist. Geil. Ich muss nochmal genauer drauf eingehen. Hier dann die Doubles sind eben mit einem Plugin eine Oktave tiefer gepitcht, sodass es wie eine männliche Stimme klingt. Gibt dem Ganzen aber auch noch so einen aggressiven Touch. Macht man auch gerne im Hip-Hop und so. Also hört nochmal genau hin. Ja, stimmt. Genau. Geil. Ah, Die sind auch richtig badass, ne? Killer. Wow, Killer. Richtig sick, Killer Alter. Abriss. Mega geil. Das ist richtig. geben Aber alle. finde ich auch cool, dass jede so ihren Part hat und man merkt auch den Voll. Unterschied Ja. irgendwie in den Charakteren und was Voll. welche darstellen soll und so. Voll die Das Bude ist cool. abgerissen. Jeder hat so gerade. ihre eigene Sequenz im Video auch nochmal. Was halt geil war jetzt, Asians sind einfach crazy. hier jetzt auch geil, auch so ein bisschen Pop-Produktion mäßig eigentlich, dass da so ein klassischer Pre-Chorus ist, also ein Part, der vor dem eigentlichen Chorus stattfindet, der dann ruhig wird, der eigentlich fast an Pop-Produktion erinnert. Mega geil, halt schön ruhig mit den Pads, die da einzeln einsetzen. Auch auf den Offbeat setzt die Pad da ein. Das ist dann... Und richtig gesanglich auch. Vorher war er fast Voll. rapmäßig. Mega geil. Und dann ist halt, da ist dann dieser Kontrast, deswegen wurde das wahrscheinlich auch gemacht, damit dann einfach die Hook noch krasser reinballert mit diesen Horns nochmal, weil man hat die als normaler Zuhörer, vergisst man, dass diese Horns ja eigentlich schon mal drin waren. So halb vergisst man das zumindest. Wenn die nämlich kommen, ist es eine Überraschung, weil der Part vorher ruhig war. Auch ganz klassischer Produktionstrick, den Part vor der Hook ruhig zu machen und in der Hook dann Elemente wieder reinzunehmen, was man vielleicht im Intro oder so drin hatte. Hier eben die Horns. Und das ballert Boah, die hier ballert da rein. richtig rein. Das fetzt Super dich voll geil. aus dem Stuhl. Super geil. Jetzt Hier- baut sie wieder ein Genau, bisschen hier langsam mehr Tempo auf. aufbauen mit der Percussion. Auch übrigens typischer Marschrhythmus auch. Ach, die Explosion. Auch geil. Man erwartet hier beim Drop, dass der Subbass auch einsetzt. Tut aber nicht. Ja, stimmt. Sondern nur die Horns. Jetzt erst. Geil.
Die ist echt Killer, die Hook. Und Emra macht nur Quatsch hier. Hier eine Deko. Das ist peinlich, ich Du bin kannst ja auch voll was sagen. Sag emotional. mal was. Wie findest du den Song? Sag Ja, doch was. ich find's cool. Haut rein, ballert. Mega rein, ballert echt. Was auch sehr geil ist, warum es so eingängig ist, dieses Rapapam-Pam, ist, weil das so ein bisschen unisono ist, also im selben Klang, im selben Ton mit den Horns. Deswegen ist das auch so eingängig, weil du zwei Instrumente hast, die dasselbe spielen im Endeffekt. Einmal die Stimme und die Horns. Geil. Feeling like a sinner, it's so far with him. I go, woo. He said, you look crazy, thank you, baby. I'll eat up to you. I'm the old messed up. His Killer. love is my favorite, but you plus me, sadly, can be dangerous. Geiles Samsung-Placement übrigens auch. Das ist nämlich das neue Samsung Galaxy S10. Ja, es gibt bestimmt ein paar Sehr Minuten geil. dafür. Aber den neuen Verse auch geil eingeleitet, nur mit einem Subbass, ein bisschen Percussion. Noch Aber ich alle- finde auch jeder Teil, wirklich jedes Mädchen, das irgendwie hat so es bleibt im Grunde immer gleich, aber irgendwie kommen so neue Twists in der Musik bei Ja, jeder Strophe. Die haben auch alle eine schöne Figur. Ja, voll. Lucky you, can't go get what's mine, we lie. So what, so what? 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry. 나 어떡해? 나가 날 견딜 수 없어. 했던 눈물을 감춘 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어. Let's kill this love. Yeah, Geil. yeah, 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 yeah. Da. Kritischer Blick. Achtung, jetzt C-Part, Bridge. Mal gucken, was kommt jetzt, was kommt jetzt. We all commit to love that makes you cry. Oh, we're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yes, Okay, war ein sehr kurzer C-Part mit auch einem Bass, aber das ist ein anderer Subbass als in den anderen Parts. Ja. Also ich fand Das war hier jetzt irgendwie mehr, ging hatte so, ich ne? jetzt irgendwie Ging auch so, mehr ging erwartet. so. Also ich fand den Einstieg hier aber noch cool. Weil der klingt geil. Das ist schon so Da denkt man, Sound. jetzt Ja. kommt was Krasses. Ja, und dann- ist ein Kino, bisschen Blockbuster, so Alien. Apokalypsen-Sound Ja, genau. da, so ein Das ist bisschen, richtig ne? Sounddesign-mäßig heftig angelegt und dann, ja, geht so, ne? we all commit to love. Vor allem, weil der Bass, der hier spielt, auch anders, es ist ein anderer, also der klingt auch lascher als die in den Parts. That makes you cry. Marsch wieder. We're all making love Ja, die sind da ja. that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. Ach, Oh, krass. Okay. Die haben keine Hook mehr gemacht am Ende. Also vom es Arrangement. ist nur C-Part und dann aus, oder? Ja, krass. Die haben das Arrangement, das klassische Pop-Arrangement, haben die hier einfach zerballert. Ja, heftig. Geil. Also wieder absolut internationales Produktionslevel, Ja. kann man einfach nicht Ist es anders aber auch sagen. was für dich? Willst du es privat dir anhören? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich muss ehrlich sagen, Ich kann mir oder? gar nicht vorstellen, dass rein so ein Bett, Füße hoch. Let's kill this love. Na, also, Unter der Dusche. Ram, pam, 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 pam. also für mich ist es, es ist gut gemacht und so, aber es ist mir noch zu kitschig, Girly. poppig. Ist ein bisschen zu girly, ne? Ja. aber, find's geil. aber vom Sound ist krasser Abriss auf die Ja, Hook. So ist voll. nicht. So ist nicht. Auch mit diesem ganzen Thema, mit diesem Marschieren und mit den Bläsern und so, das ist schon Voll. cool. Aber es hat halt auch diese Elemente, die man heute im Trap hört, mit diesem klassischen Subbass. Ja. Also die haben da schon eine gute Kombi. Emra, was machst du zur Hölle? Alter? Er sieht sich die ganze Zeit hier unten im Bildschirm. Verschiedene Ja, hier ist Styles, er, so ja. wie die. Hier ist Ja, der stimmt. Kuss. Okay, Leute, reicht. Habt ihr noch was Schönes zu sagen? Sollen wir Enjoy direkt noch eins your machen? music, love yourself,
And love Blackpink. And love Bye. this channel and lass ein Abo da und Like und bei den beiden bestimmt auch demnächst ein paar Videos immer wieder. Kelly hat ein cooles Video gemacht, das müsst ihr euch definitiv anschauen. 24 Stunden, 7 Tausch mit Max. Tauschen. Ja. 24/7 Tausch mit Max. Ja, hab ich ja gesagt. Stimmt. Ja, das Autofahren. Nicht 24/7, aber 24 Stunden. Oh, stimmt, ich habe 7 gesagt. Ja. Ah, okay. Aber es hat sich angefühlt. Das wäre die 24/7, Superlative davon, ja. dass ihr das 7 Tage macht. Vielleicht kommt das ja demnächst. Leute, lasst Daumen da und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.